Würden Sie Ihr Leben gern ändern? Sie hören 5 kurze Texte. Sie hören die Texte nur einmal. Dazu lösen Sie 5 Aufgaben. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Sätze 1 bis 5 richtig oder falsch sind. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 bis 5. Sie haben dazu 30 Sekunden Zeit. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, würden Sie Ihr Leben gern verändern? Und haben dazu verschiedene Leute befragt. Hören Sie einige Stellungnahmen. 1. Tja, also, ob ich mein Leben gern verändern würde? Gute Frage. Ich würde natürlich gern im Lotto gewinnen und hätte gern mehr Geld und Zeit. Wer hätte das nicht gern? Aber eigentlich ist mein Leben ganz schön. 2. Was würde ich ändern? Mein Job macht mir nicht besonders viel Spaß. Ich habe zwar nette Kollegen und auch eine gute Chefin, aber die Arbeit selbst ist ziemlich fad. Seit 2 Jahren will ich mir eigentlich schon eine neue Stelle suchen, aber immer fehlt mir die Energie dazu. Mein Gehalt ist auch ganz gut. Das ist nicht das Problem. Vielleicht schaffe ich es ja dieses Jahr. 3. Ach ja, ich arbeite ziemlich viel. Dieser ewige Stress ist schrecklich. Deshalb will ich ab nächsten Monat meine Arbeitsstunden reduzieren und nur noch Teilzeit arbeiten. Mein Chef ist glücklicherweise damit einverstanden. Dann verdiene ich natürlich weniger Geld, aber das macht mir nichts aus. Wichtig ist, dass ich mich mehr entspannen kann und öfter für meine Familie da sein kann. 4. Klar würde ich gerne viel verändern in meinem Leben. Am liebsten würde ich mal so eine richtige Pause machen und nur reisen, einmal um die Welt. Am besten ein ganzes Jahr lang. Ich möchte alle Kontinente kennenlernen und interessante Leute treffen. Aber wie soll das gehen? Ich muss arbeiten und Geld verdienen, die Miete bezahlen, mich um meine kranke Mutter kümmern und. 5. Da fragen Sie den Richtigen. Ich habe mein Leben letztes Jahr komplett geändert. Ich habe schon immer von einer eigenen kleinen Werkstatt für Motorräder geträumt. Und weil ich in meinem alten Job schon länger unzufrieden war, bin ich letztes Jahr endlich aktiv geworden. Jetzt bin ich selbstständig. Und das ist ja auch ein Risiko, aber ich fühle mich total wohl und bin froh, dass ich das alles so gemacht habe.
Hallo und herzlich willkommen bei Talk um 7. Heute ist unser Thema Neue Liebe, neues Glück und ich habe 2 Gäste. Herrn Dr. Kammerer, Psychologe und Paartherapeut und Dr. Davide Romano. Er ist vor 2 Jahren für seine Liebe nach Leipzig gezogen und hat in Italien alles aufgegeben. Herr Romano, erzählen Sie doch kurz, wie es Ihnen in Deutschland so geht. Ja, zuerst mal hallo. Es geht mir im Moment sehr gut. Ich bin glücklich verheiratet und fühle mich wohl in Leipzig. War das von Anfang an so? Nein, der Anfang war eher schwer. Ich war in Italien schon als Arzt tätig und hatte viele Freunde. Hier in Leipzig musste ich nochmal neu anfangen und das ist nicht so leicht. Zum Glück habe ich 1 Jahr lang in Hamburg studiert, deshalb konnte ich ziemlich gut Deutsch. Können Sie denn in Leipzig als Arzt arbeiten? Also, das hat etwas gedauert. Eine feste Stelle habe ich erst nach einem Jahr bekommen. Herr Kammerer, wie sehen Sie das? Die Arbeit aufgeben für die große Liebe? Lohnt sich das? Das muss jeder für sich entscheiden. Natürlich ist nach einem Umzug manches schwierig, das ist ja ganz normal. Man sollte vorher prüfen, wo und wie man am neuen Wohnort arbeiten kann. Meist ergeben sich Chancen, aber eine gute Stelle ist sehr wichtig. Warum ist das so wichtig? Damit man dann nicht finanziell vom Partner oder der Partnerin abhängig ist. Genau. Also, mir ist meine Unabhängigkeit und damit meine Arbeit sehr wichtig. Man braucht ja auch eine sinnvolle Beschäftigung. Wenn man keine Arbeit hat und nur zu Hause sitzt, dann ist bald die große Krise da und man streitet sich. Und wie sieht es mit Freunden und Familie aus? Verliert man auch Freundschaften? So würde ich das nicht sagen. Ich wohne jetzt weit weg von zu Hause, deshalb sehe ich meine Freunde selten. Wir haben aber noch viel Kontakt und besuchen uns auch. Ich fahre 2-3 Mal pro Jahr zu meinen Eltern und einige meiner Freunde besuchen mich regelmäßig in Deutschland. Eben, man kann auch befreundet bleiben, wenn man sich nicht oft sieht. Und man findet in der neuen Heimat ja auch neue Freunde. Genau. Es ist auch vieles interessanter, weil man an einem neuen Ort lebt. Der Alltag wird nicht langweilig und das gefällt mir gut. Das kann ich mir gut vorstellen. Herr Romano, was ist Ihnen denn schwer gefallen? Also, das war die Zeit nach einigen Monaten, als die erste Begeisterung vorbei war. Das war schon schwierig. Da habe ich meine Heimat vermisst und mich nicht so gut gefühlt. Das ist auch sehr typisch. Bei den meisten tritt dieses Gefühl auf. Aber das Gute daran ist, dass es auch wieder weggeht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gleich sprechen wir weiter mit unseren beiden Gästen. Was denken Sie? Rufen Sie uns an und erzählen Sie uns Ihre Geschichten. Eins. Die Lebenswende. 2. Die Staatsgrenze. 3. Der Wortschatz. 4. Die Deutschlehrerin. 5. Die Arztpraxis. 6. Der Sitzplatz. Ja, also Schule und Lernen hat mich eigentlich nie so richtig interessiert. Ich habe nicht viel für die Schule getan und meine Zeugnisse waren dann auch total schlecht. Als ich dann mit der Schule fertig war, wusste ich auch nicht, was ich eigentlich machen soll. Ich hatte keine Ahnung, welche Ausbildung ich machen soll. Also habe ich gejobbt. Mal hier, mal da, nichts Besonderes. In einem Supermarkt und in einer Bar.
Dann habe ich auch mal wieder gar nichts gemacht. So ging das 3 oder 4 Jahre. Aber dann hat mir der Nachbar von meiner Oma ein Praktikum in seiner Werkstatt, die Möbel herstellt, angeboten. Der kannte mich schon mein ganzes Leben und wollte mir eine Chance geben. Ich habe das eigentlich nur gemacht, weil meine Oma das unbedingt wollte. Und ich muss sagen, das hat mein Leben verändert. Die Arbeit hat mir viel Spaß gemacht und endlich konnte ich auch mal etwas so richtig gut. Mein Chef, also der Nachbar, hat das auch gesehen und mir eine Lehrstelle angeboten. Das war wirklich der Wendepunkt für mich. Ich habe dann 3 Jahre diese Ausbildung gemacht und bin immer noch in dem Betrieb angestellt. Und die Arbeit macht mir nach wie vor echt Spaß. Vielleicht kann ich die Werkstatt sogar mal übernehmen.